Übersicht. Marshall, Carter & Dark Ltd. ist ein Club in London, England GB. Sie bedienen die Superreichen und durch ihre weitreichenden politischen und finanziellen Verbindungen weltweit hat diese Gruppe der Foundation massive Probleme bereitet. Marshall, Carter & Dark Ltd. zu Deutsch. Marshall, Carter & Dark Ltd. ist dafür bekannt, seltene und obskure Objekte zu sammeln und ihren Mitgliedern die exklusivsten, teuersten und ausgefallensten Erfahrungen zu bieten. Ihre Aktivitäten haben bereits mehrfach zu Konflikten mit der Foundation geführt. Diese Gruppe nutzt üblicherweise keine Gewalt. Sie bevorzugen extremen finanziellen und politischen Druck, um ihre Ziele zu erreichen. Wenn sie sich zu direkteren Methoden genötigt sehen, greift Marshall, Carter & Dark Ltd. auf externe Agenten zurück, von denen nur sehr schwer eine Verbindung zu jener Organisation zu erkennen ist. Marshall, Carter & Dark Ltd. hat mehrere Eindämmungsbrüche verursacht, meist durch Geld oder sozialen Druck. Es wurden diverse Berichte, Aufzeichnungen und sogar Objekte von Foundation-Personal entwendet, denen erhebliche Summen geboten wurden oder die mit langer Inhaftierung oder Folter bedroht wurden. 2 Standorte wurden bereits beinahe enttarnt, als sich die Foundation weigerte, Mitgliedern von Marshall, Carter & Dark Ltd. Zugang zu gewähren. Es stellt sich als außerordentlich schwierig dar, Informationen über Marshall, Carter & Dark Ltd., wie der Name des Direktors oder eine Liste der Mitglieder zu erlangen. Agenten, die Mitgliedern dieser Gruppe begegnen, sind angewiesen, eine Tarngeschichte zu nutzen und keinesfalls ihre Verbindung zur Foundation oder Informationen über SCPs preiszugeben. Kapitel 1: Eine Bedrohung ohne Waffen. Wenn innerhalb der Foundation von gefährlichen Interessensgruppen die Rede ist, denken viele zuerst an bewaffnete Kulte, paramilitärische Organisationen oder offen feindselige Entitäten. Marshall, Carter & Dark Ltd. passt in keines dieser bekannten Muster. Diese Gruppe stellt keine direkte militärische Bedrohung dar, verübt keine Anschläge und führt keine offenen Angriffe auf Foundation-Standorte durch. Und genau deshalb ist sie so schwer zu bekämpfen. Marshall, Carter & Dark Ltd. operiert in einem Bereich, in dem klassische Eindämmungsstrategien versagen. Macht, Geld und politischer Einfluss. Ihre Stärke liegt nicht in Gewalt, sondern in der Fähigkeit, Strukturen zu beeinflussen, Entscheidungen umzulenken und Druck auszuüben, ohne jemals selbst sichtbar zu werden. Für die Foundation ist das ein strukturelles Problem, denn gegen Einfluss kann man keine Mauern bauen und gegen Geld keine Waffen einsetzen. Nach außen hin existiert die Organisation als exklusiver Club mit Sitz in London. Ein Ort, der offiziell kaum greifbar ist, rechtlich nebulös und gesellschaftlich abgeschirmt. Doch intern wissen wir, dieser Club ist ein Sammelbecken der globalen Elite, bestehend aus Individuen, die über genug Ressourcen verfügen, um selbst das Anomale nicht als Gefahr, sondern als Ware zu betrachten. Kapitel 2: Luxus als Ideologie. Marshall, Carter & Dark Ltd. handelt nicht wie ein klassischer Schwarzmarkt. Es geht nicht um Massenumschlag oder schnelle Gewinne. Das Geschäftsmodell basiert auf Exklusivität, Kontrolle und Inszenierung. Die Organisation sammelt seltene, obskure und anomale Objekte, nicht um sie zu erforschen oder zu sichern, sondern um sie ihren Mitgliedern als Erlebnis zu präsentieren. Für diese Klientel sind Anomalien keine Bedrohung der Normalität, sondern ein Beweis persönlicher Überlegenheit. Wer sich Zugang zum Unfassbaren leisten kann, signalisiert damit Macht über Regeln, Grenzen und letztlich über die Realität selbst. Ein anomales Objekt wird so nicht zum Risiko, sondern zum Prestigeobjekt. Vergleichbar mit Kunstwerken, historischen Relikten oder extremen Luxusgütern. Diese Ideologie steht im direkten Widerspruch zu den Grundprinzipien der Foundation. Wo wir Eindämmung, Verantwortung und Schadensminimierung verfolgen, sieht Marshall, Carter & Dark Ltd. Marktwert, Exklusivität und Kontrolle. Jeder Kontakt zwischen beiden Parteien ist daher zwangsläufig konfliktgeladen, selbst wenn er zunächst höflich und professionell erscheint. Kapitel 3: Der Konflikt mit der Foundation. Die Konflikte zwischen Marshall, Carter & Dark Ltd. Und der Foundation verlaufen selten offen. In den meisten dokumentierten Fällen gibt es keine direkte Konfrontation, keine klaren Schuldzuweisungen, keine eindeutigen Beweise. Stattdessen arbeitet die Organisation mit finanziellen Anreizen, juristischen Grauzonen und politischem Druck. Mehrere bekannte Eindämmungsbrüche lassen sich indirekt auf diese Methoden zurückführen.
Foundation-Mitarbeiter wurden bestochen oder erpresst, nicht durch rohe Gewalt, sondern durch gezielte Ausnutzung persönlicher Schwächen. In einigen Fällen wurden erhebliche Geldsummen geboten, in anderen mit Inhaftierung, sozialer Vernichtung oder Folter gedroht, oft durch Drittparteien, um jede direkte Verbindung zu verschleiern. Besonders kritisch ist dabei, dass Marshall, Carter & Dark Ltd. Nicht darauf abzielt, die Foundation zu zerstören. Sie unterminieren sie. Jeder entwendete Bericht, jedes kompromittierte Objekt und jeder beinahe enttarnte Standort schwächt langfristig unsere operative Sicherheit. Kapitel 4 – Die unsichtbare Hand. Wenn Marshall, Carter & Dark Ltd. Gezwungen ist, direkt davor zu gehen, geschieht dies niemals offen. Die Organisation agiert durch externe Agenten, Strohmänner und politische Stellvertreter. Diese Akteure sind bewusst so gewählt, dass eine direkte Zuordnung nahezu unmöglich ist. Selbst bei erfolgreichen Abwehrmaßnahmen bleibt der eigentliche Auftraggeber im Dunkeln. Zwei besonders schwerwiegende Vorfälle zeigen die Reichweite dieses Einflusses. In beiden Fällen verweigerte die Foundation Mitgliedern von Marshall, Carter & Dark Ltd. den Zugang zu sensiblen Standorten. Die unmittelbare Reaktion war kein Angriff, sondern eine Kette politischer, juristischer und medialer Ereignisse, die beinahe zur vollständigen Enttarnung dieser Standorte geführt hätten. Diese Vorgehensweise macht deutlich: Marshall, Carter & Dark Ltd. zwingt ihre Gegner nicht zur Kapitulation. Sie setzen sie unter permanenten Druck, bis jeder Schritt zum Risiko wird. Kapitel 5 – Ein Gegner ohne Gesicht. Trotz jahrelanger Beobachtung ist es der Foundation nicht gelungen, zentrale Informationen über Marshall, Carter & Dark Ltd. zu sichern. Der Name des Direktors ist unbekannt. Eine vollständige Mitgliederliste existiert nicht. Selbst interne Hierarchien lassen sich nur bruchstückhaft rekonstruieren. Diese Intransparenz ist kein Zufall, sondern Teil der Struktur. Verantwortung ist fragmentiert, Entscheidungswege sind verschleiert und jede Ebene ist so aufgebaut, dass sie im Ernstfall isoliert werden kann. Für die Foundation bedeutet das, dass selbst erfolgreiche Operationen selten nachhaltige Wirkung zeigen. Aus diesem Grund gelten strenge Einsatzrichtlinien. Agenten, die mit mutmaßlichen Mitgliedern dieser Organisation in Kontakt treten, dürfen unter keinen Umständen ihre Verbindung zur Foundation offenlegen. Jede Interaktion erfolgt unter einer Tarngeschichte. Informationen über SCPs, Standorte oder Eindämmungsverfahren gelten als besonders gefährdet und sind strikt zu schützen. Kapitel 6 – Der wahre Preis. Was Marshall, Carter & Dark Ltd. Letztlich so gefährlich macht, ist nicht nur ihre Macht, sondern ihre Weltsicht. Für sie ist alles handelbar, alles hat einen Preis. Auch das Anomale, auch Menschenleben, auch die Stabilität der Realität selbst. Wo die Foundation schützt, sammelt diese Organisation. Wo wir eindämmen, präsentieren sie. Wo wir Verantwortung sehen, sehen sie Besitz. Und solange es Individuen gibt, die bereit sind, für das Unfassbare zu zahlen, wird Marshall, Carter & Dark Ltd. existieren, geduldig, diskret und stets im Hintergrund. Sie müssen die Foundation nicht besiegen. Es reicht, wenn sie lange genug bestehen, um immer wieder dort zuzuschlagen, wo wir am verletzlichsten sind. Bei unseren Mitarbeitern, unseren Strukturen und unserem Vertrauen in Kontrolle.